Ich habe hier das Vector RS, ein Gehäuse von Fractal Design. Das Gehäuse sticht ein bisschen aus der Rolle der üblichen Fractal Design Gehäuse, weil die sind meistens relativ schnörkelfrei. Das Gehäuse jetzt hat hier so ein bisschen leichte Wölbung, oben nachher eine Glassichtplatte und da vorne dann auch ein RGB-Streifen, was eigentlich ungewöhnlich ist für Fractal, eben normalerweise sehr, sehr schlicht. Ich würde jetzt in das Gehäuse unsere Testbench verbauen und so ein bisschen als ersten Eindruck geben, wie das eine Kühlleistung ist und wie das Gehäuse so zum Verbauen ist von den Komponenten. Ich würde jetzt mal hier das Seitenpanel wegnehmen. Ja, das ist der, der vorhin rausgefallen ist. Das ist typisch Fractal. Die sind festgeschraubt, dann kann man sie auf der Seite rausziehen und dann spicken sie hier raus. Da muss man immer aufpassen, dass das Teil nicht runterfällt. Ich habe mal so ein Gehäuse und da ist noch leicht auf die Kante gekommen, von so hoch, und auch das ganze Glas zersprungen. Standardmäßig hat Fractal hier die Laufwerkhalterung drin. Die kann man auch wegnehmen und zurückversetzen, wenn man nicht so viel Laufwerk braucht. Ich würde es das mal so lassen, einfach wirklich mal auf Stockbetrieb testen alles. Für das Netzteil hat es hier so eine gebige Halterung, die man ausschrauben kann. Dann kann man das Netzteil hier dran machen und dann so reinschieben. Da das Ganze von unserer Testbench ist, habe ich natürlich auch schon die Kabel alle am Netzteil dran. Was es nicht unbedingt einfacher macht, die Sachen hier anzuschrauben. Super. Nicht so einfach, wenn es so kompliziert geht. Für den Test fixiere ich jetzt mal nur mit 2 Schräubchen fixieren. Mehr ist jetzt nicht nötig. Bevor ich es aber rein tue, würde ich jetzt mal noch das hintere Panel auftun und wegnehmen. Dann sehen wir auch mal, wie es auf der Rückseite des Gehäuses innen nachher aussieht. Da kommen mir die Schrauben entgegen, wenn ich auftue. So. Auch immer praktisch, aber das wissen die meisten, die gerne PCs bauen, wenn man die Kabel alle schon am Netzteil hat und sie nachher zuerst reinschiebt und das Netzteil nachher rein tut. So, komm. So, dann haben wir schon den ersten grossen Klumpen drin. Wir werden sicher auch nicht all die Kabel brauchen. Wie gesagt, das ist für unsere Testbench. Ich habe es einfach mal mitgenommen. Wenn wir schon auf der Rückseite sind, können wir uns mal die Rückseite ein bisschen anschauen. Fractal hat halt hier die Möglichkeit, für 2,5 Zoll SSDs zu montieren. Das sind ja relativ gäbige Teile. Kann man hier abschrauben, die SSD draufschrauben und dann hier wieder reinstecken und festmachen. Das ist sehr praktisch, wenn wir herausfinden, wie es funktioniert. So. Was auch ist, ein Lüftercontroller für die integrierten Lüfter. Wenn man die nicht braucht, kann man den auch wegnehmen. Das Problem, das weiss ich ja von anderen Fractal Design Gehäusen, es ist immer alles ein bisschen genormt. Die Abstandshalter von dem Lüftercontroller, die kann man nicht wegschrauben. Also wenn man hier etwas her tun, muss man die wegsagen, wegschneiden irgendwie. Weil man hat natürlich nicht eine ebene Fläche hier. Hier haben wir die Halterung für die anderen Laufwerke. Also hat es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Laufwerke, die man rein tun kann. Also HDDs, 3,5 Zoll. Und da vorne die 2 mitgelieferten Lüfter und hinten nochmal einen. Das sind 140er Lüfter und die sind standardmäßig bei diesem Gehäuse dabei. Auch typisch Fractal, man hat ein paar wenige Zipper hier, wo man Kabel durchziehen kann und man sie festmachen kann. Hier vorne kommen alle die Kabel vom Frontpanel, wobei wir beim Frontpanel wären. Ich will kurz die Anschlüsse zeigen. Powerknopf, Powerknopf, wie das halt so üblich ist. 2 USB 3.0 Ports, ein USB Typ C, wenn wir den anschließen auf dem Mainboard. Mikrofon, Headphone und ein Reset-Button ist eigentlich auch so Standard bei Fractal. Ist bei den meisten Gehäusen ist das die gleiche Ausstattung.
Also auch üblich eigentlich bei den heutigen Cases, macht Fractal auch immer, hat man hier die kleine Abdeckung, dass man das Kabel gut führen kann. Hat man hier auf der Höhe hat man 2, überall genug Platz. Und oben nachher hat es 2 an den entscheidenden Orten. Von unten hat man dann auch noch einen. Und dank dem Gummi hier sieht man nicht so gut in die Rückseite rein. Dann würde ich doch mal sagen, tun wir mal das Mainboard rein und nachher mal verkabeln und lassen die ganze Sache nachher mal an. Ich muss sagen, jetzt das Gehäuse einfach mal auspackt. Ich habe mich vorher nicht wahnsinnig dazu informiert. Ich mache das jetzt einfach mal so ad hoc, wie es halt gerade kommt. Natürlich. Oh. Natürlich. Helfen! Wo ist er her? Ja, jetzt haben wir Pech gehabt, jetzt ist mir da ein Schräubchen rein und ich finde es gerade nicht mehr. Ich hoffe jetzt mal, es ist nicht an einem sensiblen Ort. Wir schauen einfach mal. Wie viele PCs hast du schon auseinandergeschraubt und so? Ich habe aufgehört zu zählen irgendwann mal. Vor allem der eigene, den ich einfach immer wieder aufschrauben, wieder etwas Neues einbauen, etwas ändern etc. Das ist so eine ongoing Story. Ich sage immer, mein PC die ist mehr in Renovationsarbeiten als das Berner Münster. Und jeder, der mal zu Bern war, weiss, glaube ich, das Ding ist einfach immer verschallt. So, dann hätten wir das jetzt eigentlich mal drinnen. Das jetzt mal nur mit 4 Schrauben angedreht. Für das, was wir machen, sollte das jetzt eigentlich mal länger. Bleibt ja nicht Ewigkeiten da innen fürs Testen. Ich würde jetzt mal die ganze Verkabelung machen von den Lüftern und das Mainboard. Und dann sind wir eigentlich schon bald ready für den ersten Test. Was bei den Fractal-Gehäusen immer ein bisschen ist, was ich ja schon beim Meshify 2 oder auch beim Define R6 immer ein bisschen bemängelt habe, ist der Platz, den man hat, gegenüber. Da ist immer sehr knapp bemessen. Vor allem, wenn man hier noch einen Radiator einbaut mit Lüfter etc., ist es einfach sehr eng. Ich finde sonst Fractal Design Gehäuse eigentlich eben recht geil. So. Gehen wir von dieser Seite an die Lüfter hier. Jetzt sie haben ein bisschen die Kabel neu geführt, standardmäßig, also die vom IO da vorne. Sie haben das HD Audio haben sie jetzt von Anfang an hier oben durchgezogen, das haben sie immer so unten genommen. Ja, wir können es jetzt vielleicht gerade anschauen. Jetzt gehen wir da zum Lüftercontroller. Ich würde jetzt auch oben durchgehen. Das ist immer so ein bisschen eben Fractal Design typisch, dass es nicht wahnsinnig viele gäbige Möglichkeiten gibt, die Kabel irgendwie zu führen oder respektive anzumachen. Jetzt haben wir die kleinen Höckchen hier, wo man die Kabelbinder oder so dran tun. Hier, hier und hier. Und mit dem hat es sich nachher eigentlich auch schon. Da denke ich, das ist etwas, was Fractal auch schon beim letzten Gehäuse, das ich bemängelt, definitiv mal ein bisschen nachholen, dass es da ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt, all die Sachen zu befestigen, die Kabel, dass man die Kabel anständig managen kann. Nachdem wir jetzt die Lüfter angeschlossen haben am Lüftercontroller, würde ich die restlichen Kabel anmachen. Man sieht jetzt hier einfach das Standardkabel vom Netzteil. Und als Beispiel, wie eng, wie blöd das eben manchmal ist, dass es nicht mehr Kabelführungen hat in diesem Gehäuse, ist jetzt das Kabel hier, das nicht ganz so lang ist, wie es vielleicht könnte sein. Und wenn ich es gerne möchte, irgendwie anständig managen, das Kabel, geht das jetzt einfach hier rauf, es ist zu kurz, um es hier rüberzunehmen, oder wäre es toll, wenn man hier irgendwie etwas hat, für das Kabel noch zu führen. Ist jetzt halt so. Beim Mainboard, beim 24 Pin, ist es ein bisschen besser geregelt. Den kann ich hier mit denen fixieren. Persönlich brauche ich aber nicht so extrem viel da in der Mitte.
Mir wäre es auch mal lieber, wenn ich es mehr auf der Seite könnte. Aber ja, dann müssen wir halt doch ein längere Kabel haben. Dann müssen wir die Kabel selber machen oder sie zumindest machen auf die richtige Länge. So, jetzt PCI Express, das nehmen wir von unten vor. Irgendwo blockiert es. So. Da haben wir das HD-Audio, das können wir hier rausnehmen. Das haben sie jetzt wirklich besser geführt. Früher hast du wirklich hier unten bis hier. Oben durch entlastet es da unten ein bisschen mit diesen vielen Kabeln. Da haben sie jetzt schon mal von Anfang an gut mitgedacht. Da haben wir noch Kabel für die Frontanschlüsse. Die USB 3.0, USB Typ C, die verschiedensten Power-Buttons und das hier wäre für den LED-Streifen vor nachher am Gehäuse, den wir hier noch anschliessen können. Ganz kurz schauen, wo die sind. Die sind hier hinten. Mit dem hier oder hier durch. Dann da auch. Und der Typ C haben wir ein bisschen weiter oben. Das ist so, da haben sie effektiv das Kabel, das ist schon beim Meshify, das ich getestet habe, ist es ein bisschen zu kurz gewesen, das für den USB Typ C, für das ich aufs Mainboard gebracht habe. Jetzt nachher anstatt unten durchzunehmen, das so mit drin durch müssen. Das haben sie jetzt hier ein bisschen länger gemacht. Das Problem ist einfach, bei diesem Mainboard ist der USB Typ C, der interne Anschluss, hier oben, und darum muss ich jetzt gleich das Kabel ein bisschen anders ziehen. Sprich, ich kann es nicht unten nachher in dieser Führung lassen, es wird ein bisschen einfach im Raum innen hängen. Das ist jetzt vom Mainboard her nicht die optimale Platzierung, das hat nicht mit dem Gehäuse zu tun, aber wenn ich da den RAM-Regel habe, komme ich da kaum zu suchen. Gut, das hat jetzt nicht unbedingt mit dem Gehäuse zu tun. Die Führungen sind hier eigentlich an den richtigen Orten, wo ich die Kabel rausnehmen kann. Das ist jetzt einfach auch ein bisschen, man sieht es halt schlecht, das ist auch vom Mainboard her, es ist immer so ein Knurz da unten, bis man das Zeug drin hat. Das ist jetzt nicht das Problem vom Gehäuse selber, das ist effektiv einfach so ein bisschen, ja, liegt halt auch am Mainboard an der Platzierung und es ist halt einfach eng im PC-Gehäuse. Das ist halt einfach so. Es ist immer so ein bisschen ein Murks, jetzt kommen hier die Frontpanel-Konnektoren. Aber auch das ist nicht das Problem vom Gehäuse, sondern das ist das Problem vom Gesehen. Eigentlich sind die meistens ähnlich aufgebaut, aber das ist etwas, was ich einfach jedes Mal nachschauen muss und man einfach nie merken kann, wo jetzt die blöden Konnektoren her müssen. Genau. Hey, ja. Ich sehe relativ schnell am Schluss, ob es richtig ist oder nicht. Wenn der Power-Button nicht richtig angeschlossen ist, werden wir einfach auch keine Power haben von dem her. Man hat jetzt eigentlich auch die Kabel schon bald angeschlossen. Jetzt fehlt noch die Grafikkarte und dann können wir eigentlich das Gehäuse schon mal, respektive den Computer mal booten im neuen Gehäuse. Ursprünglich wollte ich eigentlich den Test machen mit der 2080 Super, aber die ist momentan gerade nicht im Büro. Die 2080 Super würde ein bisschen heißer laufen als die 5700 XT. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass sie zu lang ist. Die andere wäre ein bisschen kürzer gewesen, nicht wahr? Also, wenn wir die Grafikkarte noch einbauen. Ich habe vorhin schon mal probiert, sie reinzutun und bin gerade kurz verklüpft. Passt nicht rein. Man muss aber halt einfach da in den Käfig rein und so reinfahren. Sie hat schon Platz. Zuerst noch die Blenden hier wegschrauben. Was eigentlich auch bei jedem Fractal Design Gehäuse Standard ist mittlerweile. Man hat eine Ausbuchtung, für dass man die Grafikkarte vertikal verbauen, also nicht horizontal. Das ist immer das Problem. Ich habe mal einen Test gemacht, dass sich leider sehr wahrscheinlich ist, nachher, wegen der Lüfter, dass sie nicht genug Luft ansaugen kann, die Lüfter, weil sie jetzt nah an der Frontscheibe sind. Das ist immer das Problem mit der vertikal verbauten Grafikkarte.
Ah, der braucht 3. So. Das sind immer so die Geduldsaufgaben, wenn man hier nicht so gut suchen kommt, aber auch da nicht unbedingt das Problem vom Gehäuse, sondern dafür, wie das Ganze sonst schon aufgebaut ist. Aber es wäre schon cool, wenn ich jetzt mal suchen komme. Dann gehen wir halt wieder ab. Ist die hier das Problem? Ja, genau, die war das Problem. Hey, nein. Jetzt. So. Versuch Nummer 3 mit der Grafikkarte. Was war genau das Problem? Was sind die blauen Dinge? Das sind so die Schützchen für die Ausgänge, HDMI oder wenn ich es dann so rausstacheln kann. Displayport, endlich ist der Name gekommen. Und die sind im Weg, da habe ich die Karte nicht rausgebracht. Also auch da nicht das Problem vom Gehäuse, sondern eher von meiner Unfähigkeit. Also ich glaube, ich habe nie so viele Probleme gehabt, eine Grafikkarte zu montieren. Aber das liegt, glaube ich, wirklich einfach eher an der Grösse, an der schieren Grösse von dieser Grafikkarte mit diesem monströsen Dreifachlüfter. So. Jetzt haben wir hier noch da. Kopf. Geht dann so nicht, also wieder so. Und wenn mal lache ich dann auch wieder. So, da lang. Jetzt wäre das eigentlich mal so weit verbaut. Jetzt würde ich sagen, tun wir das Panel wieder drauf. Und dann kommen wir nachher schon zum letzten Teil. Sobald wir da alles wieder dran haben, verbinden wir ihn kurz mit Strom, Monitor, Tastatur und Maus. Und lassen mal den Heaven Benchmark laufen. Der Heaven Benchmark simuliert relativ realistisch so ein Game-Szenario. Also lastet nicht nur Grafikkarten aus, sondern noch ein bisschen CPU. Und dann haben wir nachher schön die Angabe, wie gut das Gehäuse in diesem Stockzustand, den wir hier haben, kühlt. Mal schauen, ob er anspringt. Er springt da, nicht schlecht. Das Schönste immer der Peel-Porn zum Schluss. Jetzt darf man sogar zweimal, weil es oben nachher nochmal so ein Tempered Glass Panel hat. Sehr schön. Sieht auch recht cool aus, dass man da von oben runter schauen kann. Was ich vergessen habe anzuschließen, gebe jetzt ehrlich zu, ist der LED-Strip da vorne. Hoppla, da kann man nochmal etwas abpeelen. Aber nicht so schlimm, das mache ich dann ein anderes Mal. Das ist ja nur eine rein optische Sache. Die seht ihr dann auf den Bildern im Artikel. Was ist jetzt bei diesem Gehäuse halt mit dem Glaspanel oben drauf? Es sieht zwar recht geil aus. Das Problem ist einfach, man hat wie Abluft, kann nur gegen Hingern wirklich raus. Man hat hier den Lüfter, der rauszieht, der fix drauf ist. Und hier die kleine Öffnung, wo auch noch die Luft, die reingelassen wird, kann rausgehen kann. Ich weiss nicht, ob das wirklich genug ist, das werden wir jetzt sehen, wenn wir mal den Heaven Benchmark laufen lassen. Vielleicht noch ein paar Worte zum Testsetup, das ich hier habe. Das ist ein Ryzen 9 3900, den ich verbaue. Der Radeon 5700 XT Nitro Plus von Sapphire. Wir haben 16 GB RAM von Corsair Dominator. Und den Kühler habe ich den Stock AMD Wraith Kühler drauf. Ich habe jetzt Benchmarks schon gestartet. Ich habe mich jetzt kurz umentschieden und nicht den Heaven Benchmark von Unigine gemacht, sondern ich mache jetzt den Heavy Load und gleichzeitig Furmark.
So haben wir eine relativ grosse Auslastung von beiden. Also die CPU ist jetzt 100% ausgelastet und die GPU ist so 96% jetzt immer ausgelastet. Der Test läuft jetzt seit 3 Minuten. Die CPU läuft jetzt schon auf 80 Grad und der GPU auf 63 Grad. Ich will jetzt auch noch kurz ein Bild mit der Wärmebildkamera machen, von vorne vom Gehäuse. Da sieht man, wie sich dort hier entwickelt, von der Temperatur her. Er zeigt zwar an, dass dort hier mega heiß ist, die Wärmebildkamera. Zeigt mir aber jetzt nur so 30 Grad oder so an. Ich mache jetzt kurz einen Screenshot, damit man sieht, wo die Hitzepunkte sind. Das ist also klar, die CPU ist heiß, das RAM ist heiß und beim I/O ist es relativ warm. Die Grafikkarte zeigt jetzt nicht alles so heiß an. Und natürlich auch klar ist bei der Wärmebildkamera, wegen dem Glaspanel, das wir vorne dran haben, wir müssen natürlich hoffen, dass er effektiv die Temperatur anzeigen. Der ganze Test läuft jetzt seit 5 Minuten. Die CPU hat sich jetzt bei 81 Grad eingependelt und die GPU so bei 67 Grad. Man merkt schon, es rührt recht zum PC raus. Es kommt hier mittlerweile recht warme Luft hinten raus. Also, wenn man es so jetzt anschaut, mit dem Prozessor voll ausgelastet auf 100% und die GPU, ja, manchmal geht sie auf 64% auf, aber dann geht sie wieder auf 97% aus der Auslastung her. Sind das eigentlich recht vernünftige Temperaturen, wenn man bedenkt, dass wir nur 2 Frontlüfter haben und einen hinten nachher. Und man merkt schon, es kommt warm raus, aber das Gehäuse kann also recht gut Luft ansaugen. Wie gut, wie effizient das ist, müsste sich jetzt natürlich zeigen, wenn wir das Gehäuse noch mal ein bisschen umbauen. Also das später auch mal noch, nicht im Video, aber im Artikel werde ich mal noch das Toppanel abbauen, abschrauben und die Öffnungen rein tun, anstatt das Glaspanel. Das macht sicher etwas aus. Wenn man es mal noch mit anderen Lüftern probiert, macht es sicher etwas aus. Und vielleicht auch, wenn man den Käfig da vorne mit den Harddisks gegen hinten versetzt, damit der Airflow, damit die Luft besser fließen durch das Gehäuse durch. Das macht sicher auch noch mal etwas aus und dann werden sie dann zeigen, wie es mit den Temperaturen aussieht. Aber so als grobes Zwischenfazit nach diesen, jetzt ist es mittlerweile schon fast 10 Minuten, wo der Test läuft, kann man sagen, so im Stockzustand, also auch mit den Kühlern, die es dazu gibt, ist das Gehäuse eigentlich schon recht brauchbar mit diesen Temperaturen. Es ist ja auch so, der PC wird selten bis nie so ausgelastet, wie er jetzt ausgelastet wird. Also mit Heavy Load und Firmware, wenn das gleichzeitig läuft, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man das im Alltag auch so hat. Es ist effektiv wärmer geworden, nach 10 Minuten. Ich habe jetzt nach 10 Minuten nochmal eine Aufnahme vom Wärmebild gemacht. Da sieht man, es ist etwa so 7 Grad wärmer geworden als bei der ersten Aufnahme. Gerade kurz nach dem Starten, also effektiv das Gehäuse heizt sich langsam auf. Man merkt so, wenn man an die Frontscheibe lenkt. Ich erzähle dir einfach ein bisschen. Ich habe vorhin mal gesagt, ich finde es als relativ laut, gerade da mit dem Lüfter nebendran. Klar, man hockt nicht unbedingt auf der Rückseite des Gehäuses. Aber ich messe da jetzt gleich um die 45 Dezibel, gerade bei meiner Sitzposition. Das ist eigentlich auch noch etwas, was man als Mensch als angenehm leislich empfinden sollte. Aber wenn es ständig so rauscht, würde es mir also recht auf den Wecker gehen. Also sind noch 4,5 Minuten, dann haben wir die Testzeit durch. Jetzt haben wir noch 37 Grad, jetzt ist es nicht mehr viel heißer geworden. Wahrscheinlich wird er jetzt auch nicht mehr viel heißer. Machen wir 20 dann nochmal ein Bild und nachher, der hier wird auch nicht mehr heißer, der hat sich jetzt eingependelt. Ich habe jetzt nochmal ein Wärmebild gemacht vom Gehäuse. Es zeigt jetzt aussen nachher 40 Grad an, das sind 11 Grad mehr als der, den wir angefangen haben. Der war schön auf 29 gewesen. Das Panel wird effektiv ein bisschen wärmer. Gut, also der Test wäre jetzt 20 Minuten gelaufen. Es ist gleich noch ein bisschen rauf nach diesen 10 Minuten, wenn ich meine. Ich dachte, es geht nicht mehr weiter rauf. Wir haben jetzt eine GPU, die auf 77 Grad oben ist und die CPU auf 85 Grad. Das sind doch relativ hohe Temperaturen. Aber wenn ich ja schon mal gesagt habe, es ist selten, dass man so lange effektiv eine 100% Auslastung vor GPU und CPU gemeinsam hat. Das ist schon eine Ausnahmesituation. Trotzdem bin ich erstaunt vor der Kühlung des Gehäuses, vor allem wenn man bedenkt, wie wenig Abluft eigentlich da raus kann aus dem Gehäuse raus. Und, aber sonst so als Fazit so zum Verbauen und so ist es einfach ein solides Fractal Design Gehäuse. Jeder, der schon mal ein Fractal Design Gehäuse hatte, der wird zufrieden mit dem sein. Es ist ein bisschen extravaganter vom Design her, aber man bekommt echt bei Fractal, was man immer bekommt, ein qualitativ hochwertiges Gehäuse. Ich mache jetzt einfach mal 20 Minuten, dann können wir abstellen und dann gibt es noch 2 Minuten, 20 Sekunden Fazit oder so. Also wirklich schnell. Ja. Da schaue ich, dass es schnell geht. Okay. Es ist einfach so, du musst eine gewisse Zeit haben. Halt. MSI Afterburner.
Ja, damit es halt heiß läuft. Genau, oder genau. was.